Jetzt darf ich noch ankündigen, die Person, die wir alle darauf gewartet haben und wegen der wir alle da sind, es ist das der Kämpfer für unsere Freiheit und für unsere Unabhängigkeit von der Schweiz. Es ist der Alt-Nationalrat und Alt-Bundesrat Dr. Christoph Blocher. Frau Präsidentin, Frau Nationalrätin, Herr Nationalrat, liebe Nationalratskandidatinnen und Kandidaten, liebe Schwarzbubenländer, Solothurner, Basler, Basellandschafter, liebe Frauen und Männer. Ich komme an sich gerne aber das wissen Sie. Ich war vor 4 Jahren schon Dornach. Da sind allerdings vom Berg oben, das war auch schön dort. Aber da ist aber noch etwas los, dort haben wir noch Chaoten gehabt, jetzt haben wir auch das nicht mehr. Ich habe einen Schwarzbubenland gut kennt, der Bundesrat durch Stich. Und wenn er einmal eine blöde Vorlage gebracht hat, habe ich gesagt, so, ja, du bist entschuldigt, du bist ja schließlich aus dem Schwarzbubenland. Das war nicht gerade schmeichelhaft, aber das hat mir ein Basellandschafter gesagt, die sagen das so. Und bin ich noch angekommen, der hat das also nötig, oder? Gut. Also, Sie haben mich eingeladen heute Abend zu reden vor der Wahlen 2019 und ich mache das in meiner Art und Weise. Weil ich sage, weiss ich noch nicht, merken Sie dann am Schluss. Ich auch. Wo stehen wir eigentlich da in der Schweiz? Wir sind ein Land, heute mehrmals betont worden, wo grosse Stärken hat. Hat mir dann gut gefallen, was die Nationalrätin gesagt hat, wir müssen die Stärken pflegen. Dann merkt ihr, das ist ein Unternehmer, ja, das ist, wenn ihr mal ein Unternehmen habt, müsst ihr die Stärken pflegen, nicht die Schwächen wegtun. Die bringen das sowieso nicht weg. Aber die Stärken müsst ihr pflegen. Aber das gilt auch für jeden Einzelnen da rein. Wie ich selber auch. Wo steht, wo stark, wo steht, wo fördern. So, jetzt habt ihr eigentlich schon ein Volksrezept für euch alle. Ja? Wenn in 4 Jahren rum sind alle in der Karriere 3 Stufen gestiegen. Was ist denn die Stärke der Schweiz? Die Schweiz ist ja an sich ein wundersames Land von Natur aus. Es hat keinen Bodenschatz, hat keinen Meeranschluss, also die Vorteile nicht, hat eine unmögliche topografische Lage, die Alpen da, wo man es überwinden. Gut, wir können natürlich einfach Tunnel machen, aber gleich ist immer ein Hindernis und hat keinen Binnenmarkt. Also, es hat einen berühmten deutschen Ökonom gegeben, 19. Jahrhundert, der Engels, der hat alle Länder bereist und ökonomisch angeschaut und ist heimgekommen und hat gesagt, mit allen Ländern Europas kann man etwas wirtschaftlich anfangen. Es gibt eine Ausnahme, die Schweiz, die wird immer mühsam bleiben. Weil eben, hat die aufgezählt, kein Binnenmarkt und kein Bodenschatz und ein Alpenraum. Und hat gesagt, und das ist da, die hat noch Stammeskämpfe. Da macht jeder Kanton an der Luft. Ja, das ist auch eine Analyse. Das ist ein guter Ökonom, der Engels. Ein himmeltraurig schlechter Politiker. Das hätte er nicht das kommunistische Manifest unterschrieben. Aber das ist die Schweiz. Und was ist die Stärke? Sie muss eine Stärke haben. Heute Abend gesagt worden, in allen diesen Wettbewerbslisten der Welt ist die Schweiz überall vorne wirtschaftlich. Also letzte Woche das innovativste Land der Welt. Dann der grösste Wohlstand der Welt. Dann
das glücklichste Land, das können Sie heute auch noch scheinbar lesen, das Glück oder nicht. Also mich hat keiner gefragt. Aber Sie wissen es auch wahrscheinlich. Punkt auf Freiheit, Frieden und so weiter. Was ist denn Stärke? Jetzt sage ich es einmal nicht selber, das habe ich jetzt auch gelesen. Amerikanische Ökonomen, also Ökonomen, die mit der Wirtschaft tun, was ist der Grund, dass das kleine Land so erfolgreich ist? Und was sagen die? Das ist die Staatsform. Die haben erstens als Gesetzgeber der Bürger sein Land. Das könnte von mir sein, oder? Das sind Akademiker und sind von Amerika und Ökonomen und Forschungsinstitut. Die hätten so lange müssen studieren, bis sie das herausgefunden hätten. Die hätten ja können wir anrufen, wer viel weniger. Und zweitens, das ist die kantonale Hoheit, also wir sagen ja dem der Föderalismus darüber freut wird, dass Gemeinden und Kantone können bestimmen, kein zentralistischer Staat. Die sagen, an dem liegt es. Das ist doch eine Stärke. Und der ist ja erfolgreich. Mit wo stehen wir heute? Ausgerechnet diese Säulen wollen schliessen. Und zwar die führenden Leute in diesem Land. Nicht unter die Leute, nein. Zuoberst wollen die Säulen einreissen. Das ist doch eine Kalberei. Nur die allergrößten Kälber wählen ihren Metzger selber, oder? Aber da auf dem Weg sind wir. Und wir wollen sie einreissen. Sie wollen, dass wir einen Vertrag unterschreiben mit der EU. Das ist heute mehrmals gesagt worden. Ein Rahmenvertrag heisst das wörtlich. Also können wir glauben, ich habe nichts gegen Träger, ich bin ein Bildersammler. Nein, ich weiß, wie wichtig das ist. Aber ich kann Ihnen sagen, der Rahmen, der es uns weggeben, da hat zwischen ihnen nichts mehr. Das verdruckt die Schweiz, das rahmen sie nicht ein. Warum? Weil dort drinnen steht, in Zukunft haben wir in allen wichtigen Sachen nicht mehr selber zu bestimmen. Da bestimmt die Europäische Union. Wir sind verpflichtet, alle die Gesetze, die die EU erlaubt, die den sogenannten Binnenmarkt betrifft, und das ist natürlich ein Haufen, oder? Das ist, schauen da, Verkehrspolitik, die sagen, wie Verkehrspolitik ist, die sagen, wie man durch den Gotthard durchgeht und nicht. Mit dem haben wir ja schon angefangen vor 700 Jahren mit dem Gotthard, zu wälzen wieder. Und wir geben ihn noch. Da haben wir so einen Vertrag unterschrieben. Dort drinnen ist, wenn ihr sagt, alle Ausländer, die in der Schweiz wohnen, alle Grenzgänger, die kommen solche Sozialleistungen über, können wir es übernehmen. Aber in Bern, wissen Sie ja, da wird alles beschönigt. Was sagen die? Das macht nichts, abstimmen könnt ihr gleich noch. Stimmt. Aber es nützt nichts. Abstimmen könnt ihr gleich noch. Und die EU hat gesagt, und wenn ihr beim Abstimmen anders entscheidet, als wir gesagt haben, dann werdet ihr gestraft. Dann gibt es Strafen. Für die Strafe hat es ein schönes Wort gefunden. Ausgleichsmaßnahmen. Da gibt es Ausgleichsmaßnahmen. Also merken Sie, also seit ich das Wort gehört, dann geht es mir gut. Wenn ich gestraft werde, will ich das Auto zu Land parkieren und nur Buß zahlen, sage, das ist gar kein Buß, das ist eine Ausgleichsmaßnahme. Jetzt habe ich richtig Freude dran. Aber das sollten wir unterschreiben. Und Sie können das lesen, das ist einfach. Und wenn wir Krach haben über die Auslegung von so einem Gesetz, wer bestimmt? Der EU-Gerichtshof. Jetzt hat es gesagt, oh, vor allem die Richter hat die Schweizer nicht gern. Er hat schon angefangen, 1291, oder?
wollen keine fremden Richter haben. Und was, wenn wir etwas machen, dann sagt wir machen das Schiedsgericht. Ja, das wäre eigentlich noch gut, oder? Ein Schiedsgericht, gleich für Schweizer, gleich für Europäer, und wir müssen dann einen neutralen Präsidenten bestimmen. Aber, wenn die nicht einig werden, und da geht es ja, dann kommt es an den Europäischen Gerichtshof, und dann sein Urteil steht wörtlich, ist verbindlich, gilt. Also, fremdes Recht, fremde Gesetze, fremde Richter, Volk ausgeschaltet, Kantone ausgeschaltet. Unser Parlament übrigens auch. Ich weiß gar nicht, warum so viele Parlamentarier da wollen, dass wir das unterschreiben. Wenn wir das unterschreiben, wollen wir also nicht mehr da Leute auf Bern schicken. Da lassen ja Sekretäre, die das Zeug unterschreiben. Da muss ja nicht noch ein Parlament haben. Sie sehen, es gilt also ernst. Von dem redet niemand. Es gibt Stellen, die es gemerkt haben, die sie selber betrifft. Gewerkschaften haben gesagt, oh, die flankierenden Massnahmen, das sind Lohnregulierungen. Und an denen verdienen natürlich Gewerkschaften sehr viel Geld, da kann ich das sagen. Jedes Jahr. Und zwar nicht 1 oder 2 Millionen, sondern 10-fach, 20-fach, oder? Haben die gesagt, ach, da muss eine Ausnahme sein. Ja klar, das können wir schon wieder im Gesetz sagen, muss Ausnahme sein. Jetzt sagen sie, oh, die EU bestimmt nachher, wir dürfen keine Kantonalbanken mehr haben, wenn wir haben. Da muss eine Ausnahme werden. Jetzt sagt jeder Anzeige, muss eine Ausnahme werden. Ich bin auch für alle Ausnahmen. Aber wenn wir die Ausnahmen nicht unterschreiben, werden wir gekriegt. Und jetzt findet die Widersprüchlichkeit. Die SP sagt, wir müssen die Ausnahmen haben, flankierende Massnahmen, aber wir sind selbstverständlich für den Rahmenvertrag, wir sind aber auch noch für den EU-Beitritt, oder? Also, ich muss Ihnen sagen, ich weiß nicht, was es da bedeutet. Ja, ihr Solothurn, wir haben ja da einen Nationalrat mit dem Flug, wo da dafür war, dass man die Volkswille nicht umsetzt, oder? Der hat gesagt, ja, was da die Schlüsse, das geht bei mir beim einen noch rein, beim anderen durch, wieder raus. Köppel hat recht gehabt, der gesagt hat, der bei mir hat es noch etwas zwischendrin. Also Sie sehen, es geht um große Sachen. Und jetzt, was traurig ist, die Schweizerische Volkspartei ist die einzige Partei, die da, und zwar nicht erst seit heute, seit man das Mandat gemacht hat, wo wir sollten sagen, wir sind bereit, unsere Unabhängigkeit, unsere Volksrechte, unsere Selbstbestimmung zu preisgeben, da dürfen wir gar nicht anfangen zu verhandeln. Ich habe sogar einen Brief entworfen, wo der damalige Bundespräsident unterschreiben, man muss in der EU sagen, wir müssen das machen, sagen, es tut mir leid. Kann ich schreiben, wir Bundesräte sind dagegen, weil sie natürlich dafür sind. Habe ich gesagt, kannst du schreiben, eigentlich sind wir Bundesräte schon auf ihrer Seite, aber unser oberster Gesetzgeber, wir sind nur unten dran. Die wollen das nicht. Das Volk will das nicht, darum können wir es nicht machen. Dann kann ich Ihnen sagen, wenn wir das geschrieben haben, wäre alles erledigt gewesen. Von dem hat jeder wieder Respekt. Sagt, ja, wenn du nicht kannst, dann kannst du auch nicht. Das hat es in der Geschichte schon mal gegeben. Im 1964 hat die EU wollen, dass wir beitreten. Da hat es noch nicht Europäische Union geheißen, sondern EG. Aber es ist gleich, es ist EG und dann Europäische Union, die ist jetzt nochmal anders geheißen. Und dann ist der Bundesrat Wahlen, übrigens ein SVPler, aber er war ein Internationalist. Ja. Er ist ja Präsident von der Welternährungsorganisation von der UNO. Und der hat gesagt, ja, man möchte eigentlich mitmachen. Aber der ist auf
auf Brüssel gereist und hat gesagt, hört, wir Bundesräte sind eigentlich der Meinung, wir sollten eintreten. Aber wir können nicht. Unser Volk verzichtet nicht auf ihre Selbstbestimmung und nicht auf ihre Volksrechte. Darum können wir nicht. Das ist doch ein Schimm, oder? Dann bin ich gar nicht böse, wenn einer auf dem falschen Weg ist, wenn er den richtigen muss vertreten, wie wir das nicht wollen. Ja, das ist einfach. Das ist noch ehrlich. Aber darum kennen wir. Und dann können wir den unten raus sagen, bis hierher und nicht weiter. Das gibt es nicht. Und ich bin sehr enttäuscht, auch über gewisse Unternehmen. Nicht alle. Aber leider hier in Basel, Chemie macht ja mit, oder? Sagen, ja, aber der will man beitreten. Also ich bin das Leben lang Exporteur gewesen, da könnt ihr mir glauben. Unsere Unternehmen haben 96% im Export. Ich weiss, von was ich rede. Wir können doch nicht ein Unternehmen nur betreiben in der Schweiz, wenn wir zuerst die Schweiz schliessen. Das ist ein dummer Zeug. Unsere Stärke ist, dass wir anders sind als die anderen. Wenn sie sagen, wir brauchen gleich lange Speisse. Dumme Zeug. Wir wollen nicht gleich lange, wir wollen längere. Ja, das ist doch klar. Mit der gleich lange Speisse. Und die längeren Speisse sind das Volksentscheidung. Das sage ich Ihnen als Unternehmer. Und nicht da oben zentralistisch entschieden wird. Von Politikern, die auch nicht alles wollen. Heute das Parlament ist nicht gescheiter als das Volk. Nein, das ist auch nicht recht. Alle haben ihre Vertreter, die Gescheiten haben Vertreter und die Dummen haben Vertreter. Also jetzt sind dumme Leute wie dumm, das wird die Bevölkerung. Ja, das ist ja gleich. Können ja nicht gescheiter sein. Aber heute manchmal denke ich auch als Unternehmer, mit dem verstehe ich auch etwas. Andere Sachen verstehe ich ja nicht, aber dort muss ich verstehen. Wenn ich höre, wie da Grüne Politikerinnen da uns belehren und sagen, ja, die Wirtschaft braucht das, das ist ein Rahmenabkommen, es ist absolut wesentlich, dass man das macht. Und wenn ich die anschaue, die hat noch nie einen Bleistift verkauft. Das nicht verstehen. Und das ist eben die Stärke, wenn es in einer Volksabstimmung gibt es eine Diskussion, dann können auch die Leute, die wirklich verstehen, hier entgegnen. Aber sie müssen dann auch gehen. Jetzt Kritik, die ich höre, da ist eine Wirtschaftsleute. Könnt ihr mal schauen, wie viele von diesen Managern, die hier die Schweiz preisgeben. Nehmen Sie mal einen, fragen Sie noch, da anhocken, das können mit mir diskutieren, das muss kennen. Nein, das muss er kennen. Ihr könnt sich nicht tausend exponieren und da im stillen Kämmerchen das machen. Dann müsst ihr sehen, es gibt natürlich auch viele Unternehmen, die sind abhängig. Also die Pharmaindustrie kann nicht gegen den Bundesrat sein. Warum? Die genehmigen Preise von den Medikamenten. Die sind auch abhängig. Früher haben sie besser gelöst. Er hat gesagt, wir können nicht dagegen sein. Wir müssen schauen mit dem Vorrat, dass der dafür ist, aber wir geben das Geld, dass wir es bekämpfen können. Wir haben schon gemerkt, dass wir Recht haben, so haben wir viel machen, aber das ist auch nicht mehr so. Wir sind viel ehrlich. Ja. Aber wisst ihr, was das geht? Wenn Sie in die Schweiz treten, ist das nicht edel, wenn Sie anstellen und sagen, nein, ich muss halt einen Bundesrat. Banken müssen Sie doch nicht meinen, die sagen nicht abhängig. Die stehen unter Regulierungen in Bern und so weiter. Das ist die Abhängigkeit, die wir geschaffen haben im Land, dass so viele Unternehmen abhängig sind. Ich habe es immer gut gehabt, ich kann frei politisieren, weil ich 96% im Export nicht in der Schweiz verkaufen. Wo es um Drehwerk gegangen ist, da haben die Gegner versucht, meinen Kunden zu schreiben, wir sollen mir nichts mehr abkaufen. Deshalb haben sie gegen den EU-Eintritt, ist ja letztlich um das gegangen. Da die paar Schweizer Kunden, das haben wir nicht eingeschickt, ist auch keinen umgekehrt. Also so sind es dann gleich nicht gewesen.
Und im Ausland meinen sie, wir verkaufen doch, wie wir ein gutes Produkt haben. Wir brauchen auch den ganzen bürokratischen Zeichen, der da immer muss gemacht werden, wo da so jetzt fortfördernd ist. Und da ist ein Produkt, das wir registrieren. Also ich weiss, wo das geht. Natürlich hat es auch ein paar Vorteile, wenn wir in der EU wären. Es wäre ein bisschen einfacher da, wo das Geld nicht wechselt. Hast du den Euro auf dem Tisch? Das wird jetzt immer billiger, oder? Hast du also billige Euro. Ja. Das hat die Unternehmen gern, zum Exportieren, oder? Billige Währung, das ist ein Vorteil. Aber sie die Heim hat dann auch eine billige, ja? Dann auch Geld, das nicht mehr wert ist. Oder? Dann wollen sie mal schauen. Und Länder, die eine weiche Währung haben, sind nicht erfolgreich. Wenn Sie die ganze Welt schauen. Die ganz erfolgreichen Länder haben eine harte Währung, zu denen gehört eben die Schweiz. Aber für den Moment ist es natürlich härter, musst du mehr anstrengen. Also, Sie sehen, es geht alles ein bisschen aus dem Ruder, weil man die Stärken von der Schweiz preisgeben. Und das darf die SVP nicht zulassen. Jetzt kenne ich auch aus unseren eigenen Reihen. Ja, wir haben doch keine Chance. Und die anderen sind die Beliebten, bei der Presse, beim Fernsehen. Das stimmt! Aber Sie, ich würde mich schämen, wenn ich heute beliebt wäre in der Politik. Ich würde mich schämen, weil beliebt ist, weil der Irrweg vertritt. Wir müssen stolz sein, dass Sie uns angreifen. Ich bin immer bewundert, wenn Sie mich nicht angegriffen haben, dann habe ich gesagt, ich habe etwas falsch gemacht. Wir haben nicht den Auftrag, beliebt zu sein bei denen, die die Schweiz kaputt machen. Wir haben überhaupt nicht den Auftrag, beliebt zu sein, sondern wir haben den Auftrag, zu schauen, dass der Schweiz gut geht, dass der Schweizerinnen und Schweizer gut geht. Und wenn die auf Abweg kommen, wollen wir es bringen. Das Gleiche gilt mit anderen Sachen. Wo stehen wir heute? Wir haben ja weltweit eine gute Wirtschaftssituation seit langem. Zum Teil auch künstlich gemacht. Wenn Sie da die Notenbanken machen, das ist natürlich einfach Haufen Geld drucken und die Zinsen runter. Das schaut dann alles wieder den Leuten, die Negativzinsen. Jetzt können sie die Kleinen wieder das auch dran nehmen. Können dann das Geld unter der Matratze tun, wenn man Sicherheit will. Ja, und das ist auch künstlich aufgeblähte Wirtschaft, aber es geht gut. Der Staat hat viel Geld, weil viele Steuern gezahlt werden und Menschen, auch Bürgerinnen und Bürger, Parlamentarier sowieso, werden bequem. Was ist eine bequeme Politik? Geld verteilen. Geld verteilen, Geld verteilen. Und die haben Geld, weil so viel Geld gedruckt wird, dann Zinsen bezahlt werden, das sind alles Luftblasen. Da kann ich Ihnen sagen, das haben wir nicht an. Und wenn es dann kehrt, dann ist es dann wichtig, dass man noch eine Partei hat, die vorne von dem gewartet hat. Das ist die SVP. Wenn Sie nur auf den Moment schauen, ob Sie gerade ein bisschen beliebt sind oder nicht, dann gibt es nichts zu recht. In dieser guten Zeit ist Politik immer so, dass sie nach links rutscht. In den guten Jahren haben die Linken aufgewiegt, in den schlechten sind die Bürgerlichen, wenn sie gestanden sind in der guten Zeit, das ist die Bedingung, haben wieder Auftrieb. Können Sie die Geschichte anschauen. Das ist der Vorteil, wenn so einen alten Abend kenne ich natürlich, dann sagen wir alles. Da können Sie die Bibel lesen, da steht drin. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Längst schon ist es da gewesen. Es war alles schon da gewesen, alles schon da gewesen. Und jetzt ist eine gute Zeit. Und jetzt sagt man, jetzt ist Linksmode, Grünmode, Klima kann irgend. Ein Furz ist da Boden, oder? Alles säckert dort an.
Weil wir schauen nicht mehr auf den Arbeitsplatz, wir schauen nicht mehr, dass die Leute eine Sicherheit haben für die Zukunft, Freiheit, das ist alles nicht mehr so wichtig, sondern jetzt will man etwas anderes. Ich habe heute gelesen, das Parlament schließt 2 Wochen Vaterschaftsurlaub. Toll, ne? Wenn Sie nur schauen, dass der Vater oder der Klotz überholt, ist ja toll. Aber was niemand sagt, ist, das zahlen alle anderen. Lohnabzug, jeder zahlt jetzt da, dass der Vater, der Kind bekommt, 2 Jahre kann ich heim. Nein, das ist eben eine Denkweise, oder? Alle anderen sollen es zahlen. Wenn sagt man, ja, das mögen die Leute, heute sind die Löhne so hoch. Ich habe einen Bauplatz neben mir jetzt daheim, gehe jeden Morgen, will ich selber dort bauen, gehe ich auf dem Bauplatz vorbei, schon immer mit den Arbeitern, die dort sind. Maurer und tüchtige Leute, die immer Freude haben. Da hat mir einer gesagt, letzte Woche, Sie, Gott, vertellen, stimmt das, dass jetzt Benzin am Ende um 12 Rappen erlösen? Ich sage, ja, die einen noch mehr. Hat er gesagt, die können schon sagen, Gott, vertelle. Ich arbeite jeden Tag an einem anderen Ort, jetzt arbeite ich da. Morgen muss ich auf der Baustelle in Wetzikon, das ist ein bisschen weiter weg von Erlenberg, oder? Dann arbeite ich im Kanton zu. Ich bin aufs Auto angewiesen. Da sagt mir einer hier in Bern oben, das können wir zahlen, 20 Grad. Das ist einer aus der Stadt Zürich, der das gesagt hat. Der Glättli, der Grün. Der hat es dran vor der Haustür, der kann in den Finken posten. Der braucht kein Auto. Aber das haben wir alles gezahlt. Haben wir alles gezahlt, dass die das können. Und da sind wir gefordert, dass die Leute vertreten müssen. Oder? Weil die leben anders, oder? Und den anderen hat man ist dann noch ein Zweiter dazugekommen und hat gesagt, ja, und das war an einer Veranstaltung, die Grünen gesagt, ja, das sind einfach die Namen zu füllen von den neuen Autos, die müssen halt morgen ein neues Auto kaufen. Sagt er, mein Auto ist 4 Jahre alt, jetzt soll ich nur ein neues Auto kaufen. Wer zahlt mir denn das Auto? Ist ja klar, ja, Sie zahlen es ja. Eben, jetzt wollen wir das Auto, da sind doch Leute, die im täglichen Leben rausstehen. Und die müssen leben. Und denen ihre Sorgen müssen wir sehen. Und die müssen wir vertreten. Und das ist auch beständig. Und das ist eben wieder die Stärke der Schweiz. Schauen, dass die Leute, die Selbstverantwortung tragen, die arbeiten, die täglich ein Ding nachgehen, oder? Ein Verdienst, dass die können leben. Und wenn Sie sehen, was da heute an den Hochschulen abläuft, oder? Es gibt ein Programm da von der Linken, oder? Mit 45 mit Staatsgeldern studieren, oder? Nachher kannst du heiraten. Dann musst du schauen, dass du jedes Jahr ein Kind hast. Ja, dann hast du sehr viel Ferien, oder? Die Linken, die Grünen, wenn 52 Wochen Urlaub, Elternurlaub, oder? Kannst du nicht, wenn 4 Kinder hast, kannst du 4 Jahre Ferien machen. Und da kann er. Du musst vorzeitig pensioniert werden. Da ist also keine Zeit mehr zum Arbeiten zwischendurch. Das kann nicht funktionieren. Oder? Das ist unvernünftig und ist auch nicht recht. Weil das zahlen alles die, die eine Berufslehre gemacht haben. Mit 19 Jahren Abschluss. Verdienen und Steuern zahlen. Die zahlen die Steuern und die anderen bezupfen da. Und die kommen auf Bern und sagen, wie wir es machen sollen. Wenn in Bern viel zu wenig gescheite Leute, aber viel zu viel Studierte. Ja. Das ist das Problem. Nein. Das ist unsere Aufgabe. Die ganze grüne die Hysterie mit dem Klima. Ich habe nichts dagegen, wenn die über das Klima reden und demonstrieren, das Klima, dann alles können sie machen. Aber jetzt kommt der Zapfen rein da. Da schau, was die wollen. Die wollen, dass die wieder zahlen, die anderen zahlen, zupfen. Und jemand kommt da, verdient er das. Wir verdienen ja das.
Und was da für Modelle gemacht werden, ich erzähle immer das Beispiel. Wir sind ja im Kanton Graubünden, eines von unseren Unternehmen, ist das grösste Unternehmen im Kanton Graubünden, die Chemie. Und die Chemie, die brauchen viel Energie, oder? Wir sind grosse Energieverbraucher. Wir haben zwar sehr viel gespart, alles, aber gleich. Wir können mit Öl heizen, wir können mit Gas heizen, wir haben ein Holzkraftwerk, ganz modern, oder? Und Gasleitung, überschüssig Gas, alles modern. Und wir haben eigene Kraftwerke gehabt, das haben wir jetzt nicht mehr, aber gehabt, sorgen uns mit elektrischer Energie. Jetzt hat einer vor 4 Jahren ein grosses deutsches Elektrizitätswerk mir geschrieben, die wären bereit, einen 5-Jahres-Vertrag zu machen für die Energielieferung, für die ganze Energielieferung, Elektrizität, die wir brauchen. Für jede Kilowattstunde, die Sie beziehen, kommen Sie 5 Rappen über. Also wenn du die Energie nimmst, verdienst du. Also fast wie bei der Negativzins. Habe ich gesagt, so, wieso geht die Rechnung nicht auf? Die Rechnung nicht aufgehen, sagt sie. Wenn Sie die Energie abnehmen und ich Ihnen 5 Rappen zahlen, verdiene ich noch 15 Rappen. Ich sage, ja, wie geht denn das? Sagt er, hören Sie. Das sind alles aus den Windkraftwerken, der Ostsee und Sonnenkollektoren. Die haben sehr viel fixe Kosten. Das heisst, die haben höhere Kosten, auch wenn sie nicht betrieben werden. Weil das sind Abschreibungen, Zinsen, Unterhalt und der Betrieb brauchen sie eigentlich fast keine zusätzliche Kosten. Die haben kein Personal, brauchen kein Personal, oder? Jetzt sagt er, die Deutschen, jetzt kommt der Zauber, Deutschland zahlt mir 20 Rappen für jede Kilowattstunde, die ich verkaufe. Dann habe ich schon noch 5 Rappen mehr, meine Investierungskosten sind 25 Rappen. Aber wenn ich nicht produziere, habe ich die 20 Rappen nicht. Aber meine Kosten, die festen Kosten, sind ja auch 20 Rappen, dann verliere ich ja 20. Jetzt wenn ich Ihnen 5 Rappen Kosten Energie schicke und gebe Ihnen 5 Rappen, bleiben mir noch 15, weil dann zahlt man den Staat 20 Rappen. Ich sage, ja, das ist sehr gut. Aber dann teilen wir die Kosten. Bei mir 10 Rappen und Sie haben dann immer noch 10. Und dann wollte ich Ihnen nur zeigen, das sind doch Halbereien. Aber in Deutschland sind das 30 Milliarden, die jetzt trainiert pumpen jedes Jahr. Und jetzt gehen Sie schauen, Stromkosten vom Konsument sind die teuersten in Europa. Oder? Die müssen das zahlen, oder? Also, ich habe den Handel nicht abgeschlossen, nicht dass er meinen, ich hätte jetzt also das Geld verdienen. Aber die Grossen helfen sich schon. Die Kleinen, sie, ihnen blühen die nicht. Eine Kilowattstunde an und sagen, kommst du noch 5 Rappen über? Das sind zu klein, oder? Das geht nicht. Das ist nicht, weil sie gegen die Kleinen sind. Das geht einfach nicht. Und sie können auch die Schwankungen nicht nehmen, das kann nur ein grosses Unternehmen. Aber ich sage, das ist doch ein Blödsinn im Quadrat. Aber ich kann gar nicht einsehen, dass man das nicht sieht in der Politik. So dumm können doch die nicht sein. Aber wahrscheinlich haben da hinten einen Haufen derjenigen gezupft. Jemand hat ja Interesse an dem. Aber es ist natürlich das gleiche System wie beim Vaterschaftsurlaub. Es zahlen das andere. Es zahlt, dort sind jetzt 30 Milliarden Steuern in Deutschland. Alle Steuerzahler zahlen den Unsinn. Und es wird niemand anstehen, wenn es derjenige profitieren. Wir sind natürlich nicht die Einzigen, die es so offeriert haben, warum 5 Rappen über. Wenn Sie nicht meinen, da hat es natürlich derjenige. Aber das sind doch Stärken von der freien Marktwirtschaft verloren. Und schauen Sie, ich sehe das nicht anders, als das ist in den guten Jahren möglich.
Es ist nicht schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Habe ich bis jetzt immer gemeint, das ist von Goethe, hat es auch geschrieben. Bis man einen Mittelschullehrer geschrieben hat, übrigens von Basel, hat man geschrieben, hören Sie auch, das ist nicht von Goethe. Das ist von Luther und hat man genau bestimmt, wo es herkommt. Also hat der Goethe Luther abgeschrieben. Aber der hat da keinen Beleg gemacht. Das ist ein Plagiat, der Goethe sollte den Doktortitel wegnehmen, der hat abgeschrieben. Aber nichts wie das. Es ist ja so. Wenn es gut geht, im Leben immer wieder gesehen, dann geht es auseinander. Auch die Unternehmer, wenn sie wissen, der Blödsinn wird immer in den Führungen gemacht. Wenn es gut geht, machen sie Fusionen und alles hier, wenn es grösser und weltweit und Amerika retten und ich weiss nicht was alles. Es steht der Mensch einfach in den Grind, so der Politiker scheinbar auch. Und machen wir so einen Haufen Blödsinn. Also ich habe immer den Vorteil gehabt, weil ich vorne angefangen habe als Unternehmer, ohne Geld. Das hat mich gerettet. Sonst hätte ich natürlich auch Blödsinn gemacht. Aber ich hatte kein Geld gehabt, ich konnte Blödsinn machen. Und dort habe ich einfach mein Prinzip gehabt. Ich habe viele Unternehmen gekauft. Du musst immer kaufen Unternehmen, die schlecht sind. Nie gute. Schlechte kaufen. Weil die Guten ist ja schon alles gemacht. Und da könnt ihr sicher sein, die sind übermütig. Dann musst du nur verzahlen, weil sie gut sind. Und schlechte nehmen, wenn du schüren kannst du mit denen etwas machen. Oder? Die kannst du wieder in die Höhe bringen. Zweitens, ist billig, du musst nicht viel zahlen. Und drittens, wenn es abverrechnet, verlierst du nicht viel. Also, das ist eigentlich eine einfache Rechnung. Aber der Schweiz geht es so gut und hat so eine Stärke. Und ich begreife die, und dass die sagen, wir wollen jetzt einen Guten, weil sie nicht bezahlen. Wir schenken denen ja das. Wir unterschreiben ja noch Verträge, dass der das Zeug haben kann. Also, daher bin ich nicht böse, dass die das wollen. Also, wenn einer viel überkommt, ist ja der, der Schule, es gibt, oder? Nicht der, der es überkommt. Der nimmt er noch an, aber der andere. Und da haben wir die Aufgabe dafür zu sorgen, dass das nicht kommt. Und es ist jetzt so, wie gesagt worden, alle die sind für das Rahmenabkommen, das institutionelle Abkommen heisst es ja heute, Insta, wo immer Abkürzung hat. Und jetzt von der Wahlen lässt man das ruhen. Aber da kann ich Ihnen sagen, nach der Wahlen wird das unterschrieben. Und dann sind wir angebunden, können es machen, wie sie wollen, gefesselt, unterworfen. Das ist im Grunde genommen ein Kolonialvertrag. Ein Kolonialvertrag ist ein Vertrag, wo einer über ein anderes Land herrscht, indem er Gesetzgebung macht für das Land. Das ist eine Kolonie. Wenn wir das? Nach dem Krieg hat man gesagt, die Selbstbestimmung der Völker, das ist es. Aber die haben die Afrikaner entdeckt. Und wir haben den Grundsatz vernachlässigt. Und da, alle diese Sachen, da müssen wir Gegensteuer geben. Gegensteuer. Und das Zeug, unsere Partei hat dort, ich bin also nicht mehr Führer in der Partei und auch Politik bin ich ja für den Nationalrat aus und mich ganz konzentrieren, damit wir ja nicht angebunden werden an dem. Das ist jetzt also jahrelang führe ich den Kampf. Am Anfang hat jeder gesagt, ja, kommt ja nie, wir spinnt den. Jetzt langsam fangen sie an, ein bisschen machen, aber langsam. Und die Schweizerische Partei hat das ja mal aufgeweckt. Da haben sie gesagt, was da in Bern jetzt abläuft, ist wie Raupen, die einen sauberen, guten Äpfel verfressen und raus. Jetzt haben viele gesagt, das ist eigentlich ein grusiges Plakat. Stimmt. Wie wollen Sie denn eine grusige Sache schön machen? Wie wollen Sie das? So grusig ist es. Die verfressen die Schweiz wie Raupen einen schönen Äpfel. Aber wenn es da innen
bei der SVP Leute hat, die finden, sie müssen in der Öffentlichkeit sagen, das ist nicht gut, das Plakat, das ist grusig. Die sollen es sagen. Kann ja jeder das finden. Es ist auch grusig. Also es ist kein Wahlplakat. Also die Plakate, die wir aufhängen, sind dann schöne. Oder frei und sicher. Das sind jetzt die Plakate. Ich nehme an, die kommen die Woche. Also, ich weiß es nicht. Böse dort Nationalrat fragt, ich nehme an. Das sind Plakate. Das ist die neuere Seite. Aber Sie müssen zuerst das Problem kommen. Und ich bin also sehr erstaunt, wie es geklappt hat. Ich bin erstaunt. Wenn wir nämlich gefragt, bevor sie es gemacht haben, was meinst du? Die haben gesagt, ja, mit dem haben wir das Problem. Aber das müsst ihr dann können vertragen. Die eigene Reihe fangen an zu bellen. Ja, weil wir sind angegriffen. Ich war Parteipräsident, wo wir das Plakat gemacht haben. Das haben wir den Linken und den Netten zu verdanken, wo einer Frau das Messer in den Rücken stößt. Wo ist Kriminalität so immer gewesen. Und dann ist der Mais losgegangen. Das war gerade in Zürich. Also wir sind unschuldig, so die Stadt hat keine so Plakat gemacht. Aber wir Zürcher natürlich. Und dann haben die Parteienbasis gesagt, die Leute, nein, das könnt ihr ja nicht. Ja, da sind doch unsere Kollegen in den Leitrat und so. Sagen, ja, das ist klar. Ihr wollt nur sagen, das ist ein fertiges Zeichen. Aber wir kennen ja unseren Präsidenten, das ist halt so, der Blocher macht halt so nichts. Dann sind wir feiner aus. Aber das Problem ist, da kann ich Ihnen sagen, die Sicherheit hat dann enorm zugenommen. Die Richter, die auf die weiche Linie gegangen sind, haben gesagt, nicht, dass sie meinen, wir gehören zu den Netten. Das und da geht es ja. Und jetzt, es ist so. Die Schweiz ist gefördert. Und zwar ist das nicht einfach aus der Luft gegriffen. Und jetzt können wir wählen, am 19. wenn wir Gegensteuer geben oder nicht. Es gibt Leute, die sagen, ja, aber jetzt eben, weil ja morgen ist die grün links. Ja, dann verlieren wir die Wahlen. Es kann sein, wenn sie mal 30%, wie wir in der Schweiz sind, verliert natürlich jeder ein bisschen. Meine CVP, weil ich muss die noch verlieren. Und also wie du bist und da unsere Konkurrenz, die sich da bildet, dann noch der Abwahl von mir, BDP, also die kann ja nicht mehr verlieren. Das ist ja nicht möglich, oder? Das ist ja unter Null. Aber da muss man auch in Kauf nehmen. Wir dürfen nicht etwas vertreten, nur dass wir die Wahlen nicht. Nicht etwas Falsches vertreten, nur dass wir die Wahlen nicht. Die Wahlen haben keinen Selbstzweck. Und da könnt ihr euch ein Vorbild nehmen am Churchill. Der Churchill hat in einer ganz schwierigen Situation, wo es darum gegangen hat, sollen wir die Freiheit Europas preisgeben gegen den Nationalsozialismus. Und man das Gefühl hat, wir verlieren. Es ist gar keine Chance. Die Deutschen sind jetzt so weit vorne, die können nicht Widerstand machen. Und ihm die ganze Regierung im Stich gelassen hat der Churchill gesagt, hört, wenn man verliert, weil man sich einsetzt für etwas Rechts, dann steht man nachher wieder auf. Wenn er nachgeht, gegenüber dem falschen Weg und gegen Unrecht, dann holt er euch nie mehr. So hat der ganze England auf seine Seite gezogen und er hat nachher gewonnen, bist nachher angestanden, oder? Und das ist auch meine Meinung. Politisieren heisst, auf dem richtigen Weg gehen. Weil manchmal haben wir allein gehen. Das wissen die wahrscheinlich nicht mehr. Bei Mehrwerei, wir sind ja verteufelt worden. Der Vorrat der Wirtschaftsverband hat Großsitzer angemacht gegen mich. Der Rattenfänger von Hammel, wenn ich da durch die Schweiz laufe. Und hinten dran die jungen sicher Leute als Müs hinten anrennen, oder? Wo haben sie Müs gemacht? Also Raupen dürfen nicht machen, aber Müs dürfen machen. Schauen Sie, wenn Sie den Weg gehen, kommen Sie auf den Grind über. Und
da müsst ihr einfach den Vorbild nehmen an Friedrich der Große. Der hat gesagt, wo viele Affen um mich sind, werde ich oft auch gebissen. Das sind die Größten. So, meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, es lohnt sich zu gehen. Es lohnt sich zu gehen. Und wir werden schlussendlich gewinnen. Ob das am 20. Oktober ist oder nicht, bin keine Rolle. Aber die Schweiz wollen wir erhalten. Und wir sind in 1992 auch in einer aussichtslosen Situation gegangen. Es war ja viel aussichtsloser gewesen. Die SVP war nämlich zuerst nicht gegen den EWR gewesen. In der Fraktion haben wir dort die Hälfte noch verloren. Wir müssen gegen den eigenen Bundesrat antreten, der sehr gewählt hat. Adolf Hucki, oder? Ein flotter Kerl, also wirklich. Apropos ist er einfach daneben gelegen. Und in fast 80% Stimmbeteiligung haben wir Recht bekommen. Gut, ich muss sagen, also, was in Basel, Stadt und Basel-Land nicht, haben also keine große Verdienste, sie sind nämlich auf der falschen Seite gelegen. Aber Solothurn, muss ich sagen, und Schwarzbubenland, die hat recht gestimmt. Ja, nicht eine Stunde, Aber da sind natürlich auch Basel noch nicht so stark in der SVP, als jetzt müssen wir da kehren. Da haben wir Frau Solberger und der Sebastian Freder da, die müssen das kehren. Und der Walter Bohm, der schaut, dass es Solothurn so bleibt. Jetzt müssen wir es nur noch wählen. Und jetzt müssen wir schauen, dass die Leute an die Turnen gehen. In guten Jahren, wo es den Leuten gut geht, gehen unsere Leute nicht an die Turnen. Nicht an die Turnen. Ich habe das nachgeschaut an Orten, Kanton im Berner Oberland, wo wir 60% SVP-Wähler haben in Gemeinden. Gott verdeckt eine Stimmbeteiligung von 19%. Aber da in der Stadt Bern, bei den Linken, die sind demarschiert. Wenn kannst du holen, lohnt sich auch an die Turnen zu gehen. Aber wir müssen schauen, dass wir, was zahlen und benachteiligt werden, auch unsere Leute an die Turnen bringen. Du müsst die an die Turnen bringen. Ihr müsst schauen, dass die gehen stimmen, wählen, sagen sie eurer Umgebung, dass die gehen. Noch nicht so lange her, habe ich einem gesagt, ja, das ist ja verrückt, aber Kantonsratswahl in Zürich. Da sagen wir, ein Herzog, ein SVPler, und ich schon lange kenne. Oh Gott, von denen sind Wahlen und gar nicht verschlafen. Das darf nicht passieren, das darf nicht passieren. Also an Turnen, wählen, SVP-Listen einlegen und jetzt kommen dann die schönen Plakate. Hängen die auf! Hängen die auf! Die, die den Rüpfel weg können, die gibt es auch nicht mehr. Aber wenn ihr gleich noch weg können, könnt ihr aber nicht zu lang wüsten, sollte man nicht zu lang zeigen. Mit den wüsten Sachen muss man einen Blick drauf werfen, schockiert sein und nachher sagen, was Gegenmaßnahmen sind, und das ist SVP wählen, frei und sicher, dann kommt es gut aus. Danke vielmals. Der Bundesrat darf nur so viel Geschenke gegen den, wo er einen Tag essen kann. Herzlichen Dank, Christoph der Große, für die grossen Worte an die Versammlung. An dieser Motivation, die du hier an den Tag gelegt hast, ist für uns klar gewesen, wir können dir einen grossen Korb schenken, weil das möchtest du wahrscheinlich noch locker alles einen Tag essen. Danke vielmals. Wir sind am Schluss von dieser Versammlung. Ich darf noch einmal danken allen
Gästen, die da waren, allen Teilnehmern, allen Sponsoren. Noch einmal der Organisation unter der Leitung von der Joel Ersam. Und wie es der Christoph Blocher gesagt hat, bitte alle Wählerinnen und Wähler mobilisieren für den 20. Oktober. Alle Nachbarn, Verwandten und Bekannten, weil die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Wir haben jetzt die Gelegenheit, noch richtig zu kämpfen und am 20. Oktober abräumen. Wir machen es für uns, wir machen es für die Freiheit und für die Unabhängigkeit von unserem Land. Besten Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich wünsche allen eine gute Heimkehr und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Merci.